Servus Leute und willkommen zu einem weiteren Battlefield 6 Video. Ich hoffe, euch geht soweit gut. Ist eine ganze Zeit lang her, seitdem das letzte Video zu dem Topic am Start war. Das liegt ganz einfach daran, weil es im Moment leider absolut nichts Neues zu BF6 bzw. BF 2021 gibt bzw. kommt. Also wühlen wir gemeinsam ein bisschen in der Vergangenheit, schauen uns nochmal die Top-Fehler BF5 an, beziehungsweise welche Fehler DICE auf jeden Fall zu BF 2021 vermeiden sollte. Let's go, Leute! Auf meiner Liste ganz oben steht auf jeden Fall der absolut verkackte Reveal-Trailer zu Battlefield 5. Absolute Katastrophe das Teil damals gewesen. Bunt wie Fortnite, actionreich, irgendwelche Cybermatic-Arme, dass jetzt da Frauen dabei waren, das war für mich überhaupt kein Problem, weil merkt man auch im Spiel gar nicht, war aber auch ein riesen Aufschrei in der Community. Overall einfach richtig schlecht und ist ja auch dem eigentlichen Spiel gar nicht gerecht geworden. Das war einfach wirklich schade und hat auch zu Cancelung von Vorbestellungen geführt. Der Trailer an sich hat fast 560.000 Dislikes bei 15.000 Aufrufen, also auch wesentlich mehr Dislikes als Likes bekommen. Absolute Katastrophe. DICE EA, also BF6 Trailer, der muss episch sein, der muss richtig Bock auf das Game machen, der muss zeigen, was uns erwartet und der muss den Hype-Train so richtig anheizen, auf Vordermann bringen, dass sich jeder auf das Game freut, dass wir danach lechzen, endlich eine Alpha, Beta oder whatever in die Hand zu bekommen. Da auf gar keinen Fall wieder so reinscheißen. Der zweite Punkt, der mir immer noch besonders am Herzen liegt, das ist diese Vollkatastrophe mit dem Gunplay. Wenn wir uns zurückerinnern, Battlefield 5 hat mit einem ordentlichen Gunplay gestartet, die Time to Kill war gut, Community hat es gefeiert, war wunderbar und dann haben sie immer zum absolut schlechtesten Zeitpunkt angefangen, das hin und her zu ändern. Das hat einerseits extrem viel Entwicklungskapazität gefressen, weil man immer das Balancing neu anordnen muss und andererseits auch die Community verärgert. Viele, auch ich, habe zum Beispiel, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube fast 6 Monate kein Battlefield mehr gespielt mit der ersten Time-to-Kill-Änderung, weil mich das auch richtig Punkt hat. Das war überhaupt nicht meins. Lasst es einfach. Also, und wenn ihr schon sowas am offenen Herzen operiert, ich habe es in meinem letzten Video auch gesagt, dann in Verbindung mit der Community auf Testservern, bevor man am offenen Herzen im Live-Game das Ganze operiert. Der dritte wichtige Punkt für mich ist eine ganz klare Ausrichtung des Spiels und dass man da auch nicht zu viel ändert. Battlefield 5 war ja angekündigt als noch realistischer, noch realitätsnaher, immer konfrontiert mit Medic und Munitions Nachteilen bzw. Knappheit. War auch in der Alpha, in der Beta dann schon gar nicht mehr so auch noch der Fall, aber dann wurden doch mehr und mehr Munikisten eingefügt und so weiter. Ich finde es jetzt nicht schlecht, aber einfach bei dem bleiben, was versprochen wird und danach auch handeln. Ansonsten gibt es nur Verwirrung und Unzufriedenheit in der Community und wie im Punkt 2 schon gesagt, wenn man sowas vorhat zu ändern, dann auch mal mit der Community besprechen, Feedback einholen und das Ganze auch durchtesten. Vierter und auch wiederum ein ganz wichtiger Punkt ist für mich das Progression oder das Level-System an sich. Manche von euch werden sich noch erinnern, dass man am Anfang nur bis Level 50 grinden konnte und damit auch keine weiteren Company-Münzen und sonst was earnen bzw. sich erarbeiten konnte. Und das hatte zur Folge, dass man gar nicht mehr alle Waffenspezialisierungen freischalten musste, dass man Tage oder Wochen lang warten musste, weil man hat gewusst, okay, setze ich das jetzt zurück oder setze die und die Coins jetzt für Spezialisierung XY ein, dann kann ich das nicht mehr ändern, ja, weil ich das 4. Level nicht mehr updaten kann und damit nicht nochmal neu aufsetzen kann. Also musste ich mich im Vorfeld dann bei einigen Waffen entscheiden und die dann auch so lang in der Form spielen, bis es wieder möglich war, über 50 hinaus zu grinden. Und auch damals haben viele dann einfach aufgehört, weil da hatte
keiner Bock. Ja, da stehst du bei Level 50, kommst mit den Waffen nicht mehr weiter, kannst nichts mehr ordentlich verdienen, kannst nichts mehr skillen, kannst die neuen Waffen nicht so testen, wie sie zu testen wären. Also das muss auf jeden Fall auch von Anbeginn wieder ordentlich passen. Der 5. und letzte Big Fail aus Battlefield 5 und der auch wirklich nicht mehr passieren darf, war meiner Meinung nach der mangelhafte Content-Nachschub und vor allem die nicht erfüllten Versprechungen, die immer wieder getan wurden. Also es war Woche XY, man hat sich auf die Karte gefreut, man hat sich vorbereitet, keine Ahnung, und dann wieder verschoben, kommt nicht, wegen Fehler XY, und so verliert man halt auch die Community, beziehungsweise ja, die Mainbase der Player, indem man viele, viele Sachen verspricht, dann nicht hält. Wenn man Glück hatte, kam es überhaupt ins Spiel. Manche Sachen, zum Beispiel der Competitive-Modus 5 vs 5, wurde einfach komplett aus dem Spiel genommen, obwohl ein Live-Service versprochen war. Also, das darf in keinem Fall so passieren. Ordentliche Roadmap, dann dran halten. Lieber auch mal eine Sicherheitsstufe einbauen, weil wir wissen alle, das ist kein COD. Das Kartenwork und so weiter, das dauert einfach länger als bei anderen Spielen. Aber dann baut halt eine realistische Zeit ein. Das muss jedes Unternehmen machen. Ja? Egal was. Wenn man ein Projekt macht, da gibt man auch einen Projektterminplan mit Meilenstein, keine Ahnung was ab. Und da muss sich ein Kunde auch drauf verlassen können. Und wir sind auch Kunden, weil wir zahlen für dieses Spiel. Und dann möchten wir aber bitte auch das bekommen, was uns versprochen wurde. So Leute, das waren meine Top 5 Fehler, die nicht nochmal passieren dürfen. Was haltet ihr davon? Habt ihr dazu noch Ergänzungen bzw. andere Topics, die ihr da gerne drin sehen wollen würdet? Dann packt mir die gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben, und falls ihr auch aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das an dieser Stelle völlig kostenlos nachholen. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz wundervollen Tag. Haltet die Ohren steif. Wir sehen uns zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. Haut rein, euer A-Team.